Eine junge Generation sucht ihre Erfüllung. Mehr Freiraum, Selbstverwirklichung und einen bewussten Umgang mit dieser Erde. Viele Neuerungen entstehen aus idealistischem Anreiz, zum Wohl der Gemeinschaft. Junge Menschen sehnen sich nach traditionellen Werten wie dem ehrlichen Handwerk. Davon kann auch die Umwelt profitieren. Biologisch und grün sollen die urbanen Lebensräume gestaltet werden. Aber auch die Lust am Konsum und die Hingabe zu Genuss und Überfluss wird wieder zum Lebensinhalt. In den kreativen Köpfen unserer Zeit findet man experimentierfreudige Sonderlinge, die durch ihre spielerischen Schöpfungen wieder Leichtigkeit in den Alltag bringen. Trends treffen den Zeitgeist und sind so vielseitig wie die Ausübenden selbst. Von innovativ zu halsbrecherisch, von nachhaltig zu lukrativ. Heute begleiten wir den Trend rund um die neue Lust am Essen. Soziale Netzwerke sind voll mit Bildern ausgefallener Essenskreationen. Es geht um reichlich, gehaltvoll und sexy. Kurz, Foodporn. Die Foodblogger Steffen und Sabine sind den neuesten Essenstrends auf der Spur. Auf der Suche nach dem ultimativen Geschmackserlebnis schrecken die beiden Gourmet-Kollegen auch vor großen Entfernungen nicht zurück. Ob sie nun Essenseinladungen vergeben oder wie heute ein Foodtruck-Festival besuchen, das Wichtigste bleibt stets die richtige Inszenierung der Gaumenfreuden. Pulled Pork oder sowas wird es mit Sicherheit auch auf dem Plan stehen. Oh, und genau, was ich gesehen habe, ist ein Foodtruck mit peruanischem Essen. Grundsätzlich mal als Foodblogger oder Foodbloggerin, man kann mehr essen als andere Menschen. Und sagen wir mal so, man tut das ziemlich oft. Mit Hunger sind die beiden Blogger auf dem Festival gut aufgehoben. Die Bedingung für die Verkäufer: Sie müssen einen Foodtruck haben und ausgefallene Gerichte anbieten. Foodporn bezeichnet die richtige Inszenierung der Mahlzeit für ein Foto. Aber es ist auch die Lust am Geschmack. Ich hätte eigentlich noch mehr Leute hier erwartet. Ja, genau. Also die Erfahrung aus dem letzten Jahr vielleicht ist schon, dass diese Foodtruck-Marke boomen halt total. Also auf jeden Fall mal wichtig, dass man am Anfang so ein bisschen so einen Eindruck kriegt, was gibt es eigentlich überhaupt. Weil alles probieren geht leider nicht. Sieht auf jeden Fall super gut aus. Ja. Da müsste eigentlich gerade mal noch ein Foto von machen. Ach, du hast eine gute Kamera dabei. Ich habe wieder nur mein Handy. Ich fotografiere immer mit dem Handy. Das Handy jetzt. Sabine hat einen Foodblog. Auch Steffen bloggt, und zwar zusammen mit seiner Frau. Eine Kamera ist hier unerlässlich. Und das Ablichten der unterschiedlichsten Speisen absoluter Trend im Netz. Weil ich finde, die Sachen sehen so schön aus, dass ich natürlich auch die Option offen halten will, vielleicht einen Blogartikel drüber zu schreiben und so. Und dann machen wir auch am Ende lieber ein paar Fotos zu viel. Wenn ich bei sowas bin, dann mache ich gerne was für Instagram oder Twitter. Oh. Und Mangosalz. Ja, Mangosalz hört sich total geil an. Komm, wir gucken mal. Mal ein Frozen Latte. Vegane Tortellini. Japanische Mayonnaise finde ich interessanter. Jalapenos an. Banane mit Chili, Erdnusssoße hört sich auch gut an. Jetzt machen die Currywurst aus einer roten. Das finde ich immer ein bisschen pervers. Ich meine, rote ist super, aber Currywurst sollte eigentlich aus einer weißen sein. Und was ist hier? Ich sehe schon, es wird schwierig werden, sich zu entscheiden. Bei über 30 Foodtrucks fällt die Entscheidung schwer. Wieso sind denn die Burger so dunkel? Wie habt ihr die gemacht? Das ist mit Sepia von Tinted Fish. Okay, Rotkohl-Kimchi ist dann wahrscheinlich schon eine deutsche Variante, oder? Das ist die deutsche Variante. Ja. Aber ansonsten genauso gemacht wie normales Kimchi, nur halt mit Rotkohl? Ja. Okay. Fachsimpeln mit den Köchen gehört für die Blogger genauso dazu, wie die trendigen Köstlichkeiten ausgiebig zu kosten. Okay. Ich meine, wir wissen, dass es Knoblauch ist, aber es ist jedes Mal krass. Das ist ganz schön scharf, ja. Kimchi kommt aus der koreanischen Küche. Das Gemüse wird nicht gekocht, sondern milchsauer vergoren. Hier gibt's die Streetfood-Variante. Es gibt immer so viele Leute, die sagen, nein, das ist nicht echt, das ist nicht authentisch, das ist nicht traditionell. Im Ursprungsland macht man das ganz anders. Aber ich finde es eigentlich immer dann das Schöne an der Küche, dass man die neu interpretiert. Oh, ich habe kein Foto gemacht, du musst mir nachher eins schicken von deinem. Ja. Konkurrenzdenken, Fehlanzeige. Bloggerkollegen Steffen und Sabine genießen gemeinsam. Die Gewürze und die sind nach Originalrezept. Aber die Form, das haben wir so entsprechend angepasst.
Sehr schön. Und ihr seid extra aus der Schweiz jetzt hergefahren? Das ist das erste Mal, dass wir im Ausland sind. Ah, Wir sind Foodblogger und wir probieren uns jetzt heute mal so durch. Okay. Der Streetfood-Trend ist auch in Deutschland angekommen. Im Innviertel am Gärtnerplatz versteckt sich hinter einer Baustelle ein kleiner, unscheinbarer Gourmet-Tempel. In dem Imbisslokal Wicked Flavor steht vor allem eines auf der Tageskarte: Fleisch. Chef und Inhaber des Ladens Harry Gruber erklärt das Konzept des Ladens so. Der Name Wicked Flavor kommt ja eigentlich von böser Geschmack. Und das Konzept ist eigentlich böser Geschmack. Naja, aber im Großen und Ganzen, ich habe eigentlich damals angefangen und habe mir gedacht, irgendwie, wir machen Spare Ribs to go. Und das hat sich dann irgendwie nach einer Zeit wieder weiterentwickelt. Dann haben wir das noch mit dazu und das noch mit dazu. Und mittlerweile ist das dabei rausgekommen, was wir jetzt haben. Und das ist vor allem gehaltvolles Essen. Zusammen mit Koch Peter serviert Harry klassische Gerichte mit dem gewissen Etwas. Ihr Motto: Hauptsache abgefahren. Also jetzt als nächstes machen wir die Energy Drink Garnelen auf einem Safran-Gurkensalat. Harry und Peter fühlen sich auch dem Gedanken des Slow Foods verwandt. Das bedeutet die Herstellung von regionalem und bewusstem Essen. Also der Gegenentwurf zum globalisierten und angepassten Fast Food. Und damit bedienen sie einen Trend. Doch auch vor neuen Kreationen und Experimenten schrecken die beiden nicht zurück. Foodporn, wie er im Buche steht. Da ist es Hirn. Ja, er hat vollkommen recht. Da ist das Hirn, absolut. Wir sitzen halt da und überlegen, so haben wir uns auch kennengelernt. Also da haben wir über ein Ding nachgedacht, was immer noch am Laufen ist, aber wir kriegen es noch nicht auf die Kette. Ja, du musst, aber sag bitte, was es ist. Nein! Das ist nochmal ein Brüll. Nein! Doch? Nein, Wie passt Dosenwurst in Flaschen? Nein! Das ist unsere Aufgabe. Seit einiger Zeit setzt sich eine wachsende Barbecue-Fangemeinde in Deutschland fest. Peter geht heute ausnahmsweise einen anderen Weg. Immer mal wieder gibt's hier auch vegetarische Gerichte. Das Carpaccio, was seinen Ursprung in Harrys Bar in Venedig fand, wird in Harrys Foodtempel heute auf Bayerisch übersetzt. Dazu kombiniert Peter ein Brezenpesto. Der Clou darin: Salzstangen. Die geben den Brezen-Flavor. Einmal hier leicht, einmal da leicht und schon haben wir eine obersten Praline auf dem Radi Carpaccio mit Brezenpesto. Viel Spaß. Take two. In dieser unscheinbaren Halle sind Trendsetter am Werk. Hier haben sich zwei Männer ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie wollen Craft Beer in der Welthauptstadt des Bieres etablieren. Tim ist schon hier. Das junge Team will nichts Geringeres als die Welt des Gerstensaftes revolutionieren. Dabei hilft ihnen die neueste Technik. Das ist die neue mobile Playstation für den Braumeister. In diesen Kesseln brauen Mario und Tim Craft Beer. Sie hoffen damit im Trend zu liegen und brauen eine hopfenbetonte und aromaintensive Form. Manches kann man auch manueller machen, manches automatisierter. Da muss man halt im Prinzip immer dann auch ein bisschen natürlich Entscheidungen treffen, was kann man sich jetzt gerade irgendwie auch leisten und erlauben. Und jetzt am Anfang macht man natürlich nur das, was unbedingt notwendig ist. Nein, also wir verdienen noch kein Geld. Das ist alles, wie man sieht, also das ganze Objekt hier, da reden wir schon von einer Investitionssumme im siebenstelligen Bereich. Das ist alles extrem teuer und wir haben ein Wachstumsziel, also immer weiter wachsen und dass wir dann in 2-3 Jahren sagen können, die Investitionen haben sich gelohnt. Craft-Brauereien stellen weniger als 200.000 Hektoliter Bier im Jahr her. Sie werden in Deutschland durch eine geringere Biersteuer begünstigt. Mit dem klassischen bayerischen Bier sieht Mario wenige Gemeinsamkeiten. Wir wollen unser Bier halt wirklich nicht einen bayerischen Namen geben, weil wir dann irgendwie unehrlich zu uns selber wären. Wir sind halt keine bayerische klassische Brauerei, sondern eine deutsche Craft-Brauerei, die halt ein bisschen mehr auf Modernität und gegen den Strom sozusagen schwimmt.
Mut zum Neuen bringt der Foodtrend mit sich und macht auch keinen Halt vor der Bierbrauszene. Rund 100 solcher kleinen Craft-Brauereien gibt es in Deutschland. Viele brauen im heimischen Keller. So haben auch die beiden angefangen. Jetzt leisten sie sich die neueste Technik. Also das ist jetzt noch alles so ein bisschen Baustelle, wir sind noch nicht ganz fertig. Also da kommt auch noch ein Tor hin. Das ist quasi dann einer der größten Kühlschränke unter Schleißheims, würde ich jetzt mal sagen. Und hier wird dann später mal das ganze fertige Bier von uns, also man sieht jetzt dann schon Fässer. Das ist übrigens ein One-Time-Experiment und wenn das gut ankommt oder von den Kunden gut angenommen wird, dann überlegen wir uns halt, ob wir das dann als Standardsorte mit einführen. Neben den 6 Standardsorten mit Namen wie Munich Easy oder Drunken Sailor experimentieren die Jungbrauer immer wieder an neuen Geschmacksrichtungen. Ganz wichtig dabei, die Hopfensorte. Probieren wir mal erstmal aus. Gerade ist eine neue Hopfenlieferung angekommen. Durch das Reiben und die dabei entstehende Wärme entfalten sich ätherische Öle. Das ist relativ neue Sorte. Solche Fruchtnoten, das ist krass. Also ich bin immer wieder überrascht. Mit der Zeit kriegt man so ein bisschen Erfahrung, wenn man dran riecht, wie es dann auch nachher im Bier rüberkommt. Da darf man nur nicht zu viel geben, sonst haben wir dann einen Fruchtgarten. Wir Brauern sagen schon immer, viel hilft viel. Also wir arbeiten nicht nur mit typisch deutschen Hopfen, sondern auch mit den experimentierbaren amerikanischen Hopfensorten, die hier in Deutschland kaum bekannt sind. So viel Biervielfalt, was es eigentlich gibt auf der Welt. Wir nutzen ja nur so viel. Und wir wollten jetzt mal ein Bier machen, das extrem hopfenlastig ist und dann versuchen, ein geiles, auf gut Deutsch Hopfenaroma zu kriegen, was richtig fruchtig ist und dabei auch einen Durstlöscher daraus zu machen. Also kein Bier, wo du danach satt bist quasi, also wo du immer mehr willst. Wir haben nicht nur unser Hopfen, sondern auch mein Hefe, was ich für jedes Sud benötige, wird auch hier zwischengelagert, weil wir einfach hier drin die Kälte auch haben. Deswegen ist es wirklich unser Schatzkammer. Also das sind so 5 Kilo Säcke, die wir hier haben, mehr oder weniger. Und wenn man sagt, 1 Kilo Hopfen, der teuerste bei 30, 40 Euro, dann sind das halt 200, 300 Euro für so ein Paket und da liegen einige Pakete rum. Also da ist sieht man schon, was man da ausgeben muss. Und wir brauchen so 3, 4, 5 Pakete mindestens für ein Sud. Durch die interne Qualitätskontrolle kommt also nur der Hopfen, der sich geruchstechnisch durchsetzen kann. Ja, ich glaube, das kann was werden. Das wird auch was. Auf dem Streetfood Market schießen Blogger Steffen und Kollegin Sabine fleißig Fotos für ihren Blog. Um möglichst schnell und effektiv zu arbeiten, greift Steffen auf die neuesten Techniktricks zurück. Die Kamera hat eben WLAN und die kann ich jetzt mit dem Handy verbinden. So kommen die neuesten Foodtrends sofort unter die Leute. Jetzt auch so ein paar Hashtags, damit die Leute es leichter finden. Also Foodtruck, Kimchi, Streetfood, solche Sachen halt eben. Naja, Essen ist so ein bisschen Ersatzreligion fast schon geworden. Also wir als Foodblogger beschäftigen uns ja eh schon immer viel mit Essen und in meiner Familie war das auch schon immer der Fall. Aber jetzt sind es ja eigentlich fast alle, wenn die irgendwo unterwegs sind, die posten ihr Essen, die zeigen, wo sie gerade sind, was sie Tolles haben. Es hat natürlich gleichzeitig auch was mit Statussymbol zu tun. Es ist immer so, schaut her, ich kann es mir leisten, gutes Essen zu haben. Und ein bisschen sicherlich auch andere Menschen neidisch zu machen oder aber eben, wie es generell in Social Media der Fall ist, möglichst viele Likes zu bekommen. Und momentan ist Essen einfach ein riesengroßes Thema. Es gehört dann irgendwann so zur eigenen Identität dazu. Man zeigt so ein bisschen, was man macht. Und es ist aber andererseits auch schon so ein bisschen so der Austausch, den man hat mit anderen. Also dass man was postet, jemand anders kommentiert dazu, es entspannt sich vielleicht eine Unterhaltung. So. Soll gehen wir was essen? Ja, warte mal ganz kurz. Schreibt man jetzt Kimchi? K-I-M-C-H-I. Gut, mach das doch ganz kurz. Man postet dann auch irgendwann nicht alles, weil irgendwann will man auch die Leute nicht nerven. Und manchmal will man einfach nur essen und nicht erst das Foto in die richtige Pose bringen und dann ist es womöglich hinterher geil. Das kann nämlich schnell passieren, wenn man ständig sein Essen fotografiert. Ja. Okay, gehen wir weiter. Vieles leert sich schon so langsam. Ja, ich bin auch so ein bisschen verwirrt. Ja.
schnell noch Sachen essen. Ja, vielleicht haben, also entweder machen sie Mittagspause oder es ist schon aus. Also nee, es steht bei überall Sold Out dran. Hoffentlich haben die jetzt noch auf. Oh nein, oh Gott. Nein, es hat zu. Die haben natürlich auch, die ganzen Foodtrucks haben natürlich immer nicht unbegrenzt Essen dabei. Ja. Und genau, da muss man mal aufpassen, dass man am Ende nicht die Sachen, die man Lust hat, dann nicht verpasst, weil es schon ausverkauft ist jetzt. Wir sollten schnell noch mal was essen, sonst ist alles total ausverkauft. Die beiden haben Glück und ergattern noch eine weitere Streetfood-Spezialität. Viele der anwesenden Foodtrucks orientieren sich an amerikanischen Vorbildern. Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. So ist der Nachtisch orientalisch angehaucht. Das ist wie Mango-Lassi, aber in Puddingform. Das ist ziemlich geil. Ich finde Burger auch gut, also ist schon. Okay. Ich glaube, heute esse ich mal alles durcheinander. Heute müssen ja noch einige Foodtrucks getestet und das Essen fotografiert werden. 20.000 Besucher hat der erste Streetfood Market in Regensburg. Da wandern jede Menge Leckerbissen über die Trucktheke. Wie viel Teig macht ihr so pro Tag? Oder jetzt an einem Tag wie heute? Wie viel geht raus? 300 Kilo. 300 Kilo, Wahnsinn. Aus einem der 150 Gramm schweren Teiglinge wird eine Kalorienbombe. Sabine holt sich Tipps vom Experten. Das ist wie Kaugummi. Ja. Es kommt einmal drauf an, wenn man jetzt den Teig nicht richtig knetet, dann reißt er. So wie jetzt hier. Über die Kalorien sollte man sich aber auch keine Gedanken machen, oder? Kalorien? Nee, nicht wirklich. Bei den internationalen Köstlichkeiten steht der Genuss im Vordergrund. Sabine gönnt sich noch eine Portion Fritten nach Streetfood-Art. Also wir haben hier Yuca. Einmal. Yuca-Pommes. Die Pommes muss ich fotografieren, die sehen super aus. Die lateinamerikanischen Yuca-Pommes aus der Maniokpflanze sind eine Spezialität für die Foodporn-Front. Damit kennen sich die Blogger aus. Foodporn war so einer der ersten Hashtags, der vor allem bei Instagram die Runde gemacht hat. Es ist einfach, um zu zeigen, okay, die Lust am Essen, der Genuss, das Sinnliche dabei, das Genießen. Aber ich fand auch immer so das bisschen over the top. Also weißt du, nicht so dieses Alltägliche, sondern schon so ein bisschen mehr so zu zeigen, das ist wirklich richtig, richtig toll. Früher war es so, wenn man Foodporn bei Instagram benutzt hat, dann innerhalb von 2 Sekunden hatte man ungefähr 50 Likes. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Mittlerweile gibt es individuellere Hashtags, also dass man dann wirklich Pasta sagt oder Sandwich oder Yuca-Pommes oder sowas. Hierher kommen Menschen, die eines haben: Hunger und Lust auf Ungewöhnliches. Im Wicked Flavor probiert Koch Peter immer mal wieder neue Kreationen aus. Zusammen mit Chef Harry tüftelt er gerade an so einer neuen Idee. Jetzt kommt der geschmorte Ochs mit einem Erbsen-Minzpüree und einem pochierten Eigelb. Ich hoffe, dass das Eigelb hinhaut. Ja. Ich hoffe wirklich. Und der Witz an dem Eigelb ist, dass das Niedertemperatur gegart ist. Das heißt, das Eigelb wird fester wie das Eiweiß. Das liegt eine Stunde bei 60 Grad im Wasser. Wir pusten quasi das Eiweiß vom Eigelb weg, weil wir nur das Eigelb wollen. Und das ist dann wachsweich angegart. Wenn Gott so will. Wenn das so läuft, wie es laufen sollte. Aber wir arbeiten dran. Das ist jetzt dieses niedertemperaturgegarte Ei. Und da wollen wir eben nur ans Eigelb. Und wie ihr seht, fließt das Eiweiß aus. Das war jetzt zwar noch nicht ganz optimal. Man muss ja alles probieren im Leben, oder? Und Schweinsbraten und Knödel kriegen wir die ganze Zeit, aber sowas nicht. Hier soll Essen ein Lebensgefühl vermitteln. Viele Stammgäste kommen her, um etwas Zeit zu verbringen, aber auch um zu genießen. Guck.
Ganz nach US-amerikanischen Vorbildern wie dem Barbecue- oder Soulfood-Trend soll hier ein Platz für alles sein. Freunde, Familie, Spaß und gutes Essen. Die neuen Kreationen werden auch gleich verköstigt. Basilikumpesto mit so einem Brezenflavor. Hat was. Das Steckenpferd sind allerdings die Spare Ribs. Diese erleben gerade eine Renaissance in der Foodie-Welt. Im amerikanischen Barbecue werden sie zusammen mit Pulled Pork und dem Beef Brisket als Holy Trinity, also die heilige Dreifaltigkeit, bezeichnet. Also unsere Spare Ribs machen wir im Sous Vide. Die werden mariniert, vakuumiert und dann ganz langsam gegart bei 67 Grad, 4 Stunden. Und dann kommen die erst in den heißen Ofen. Auch aus Platzgründen eine günstige Alternative zum Smoker, welcher beim Barbecue genutzt wird. Das Resultat ist das gleiche: zartes Fleisch. Jetzt müsst ihr ganz schnell aufessen, weil sonst gibt es keine Zauberservietten. Wettessen, los geht's! Nein. Wir essen anständig nicht schnell. Auch der Spare Ribs Nachschlag ist verdrückt. Deftiges wird wieder salonfähig. Entgegen Trends wie der Shred-Diät oder Smoothie-Kuren soll hier der Genuss im Vordergrund stehen. Und daran haben nicht nur die jungen Besucher Spaß. In der Schrotkammer der Craft-Brauerei werden die Malzkörner aufgepresst, um den darin enthaltenen Zucker zu lösen. Der wird später in Alkohol umgewandelt. Also jetzt sind wir eigentlich am Anfang von einem jeden Bier. Jetzt sind wir in unserer Malzkammer oder Schrotmühle. Welches Malz wir und wie viel wir ins Bier machen, das ist dann was wir zusammen natürlich mit unserem Braumeister besprechen und austüfteln. Und da gibt es ja immer wieder Fehlgriffe natürlich. Das ist halt das immer Experimentieren, wie es dann am besten zusammenpasst. Wir haben mal versucht, ein Pilsner-artiges Bier, also ein sehr leichtes Bier, mit süßeren Malzen oder mit stärker aromatischen Malzen zu brauen. Und das ist dann geschmacklich so ein bisschen in die Hose gegangen. Das kann man auch bedenkenlos essen. Natur pur, knackig, und man schmeckt dann auch schon die gewisse Süße an dem Korn. Also ich habe mir schon öfters mal einfach in einem Glas so eine Portion Malz mit nach Hause genommen vom Fernseher, weil es halt einfach der absolute Bio-Snack ist. Und es ist süß, es ist knackig. Und vor allem kann man daraus Bier brauen. Laut bayerischem Reinheitsgebot dürfen nur 4 Bestandteile in den Braubottich wandern: Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Das gilt allerdings nur für untergärige Biere. Für besondere Biere gibt es eine Ausnahmegenehmigung. An einem neuen Bier arbeiten auch Mario und Kollegen gerade. Noch sind sie in der Experimentierphase. Also da ist jetzt noch nicht eingemeischt worden. Das war jetzt nur eine Probe. Aber wir haben genau das gemacht, was wir sonst beim Einmeischen machen. Wir haben Schrot mit Wasser vermengt und letztendlich haben wir schon eine Maische. Unsere Schaltzentrale. Also man kann jetzt im Prinzip hier jeden dieser Kessel ansteuern. Irgendwie witzig, ja, man fühlt sich wie so ein kleines Kind an irgendwie der Videospielkonsole. Ja, das ist natürlich ein traumhaftes Gefühl. Es ist also dass wir das erste Mal hier die eigene Brauerei dann hatten und hier ein Bier gebraut haben. Das war ein geiles Gefühl. Die Idee für ihre eigene Craft-Brauerei hatten die beiden auf Reisen. Tim wurde in Australien auf die Trendsorte Indian Pale Ale aufmerksam und Mario trank sein erstes Pale Ale beim Skifahren in den USA. Die Idee für ihre Mikrobrauerei war geboren. Nach ersten Brauversuchen im heimischen WG-Zimmer war schnell klar: professionelles Equipment muss her. Das ist der sogenannte Whirlpool. Ja. Das läuft dann in so einer Kreiselbewegung rein und erzeugt so einen Strudel, sodass sich die Feststoffe in so einem Kegel unten absetzen. Zurück bleibt nur noch das Zuckerwasser. Dazu kommt noch Hopfen. Wir sind immer noch bei über 95 Grad in der Regel. Und dann kühlen wir das Ganze ab und wandert dann über diese kleine Leitung oben rüber und wird dann hinten in die Tanks, unsere Gärtanks gepumpt. In den Gärtank kommt zu dem Zuckerwasser-Hopfengemisch die Hefe. Die wandelt den Zucker in Alkohol und Kohlensäure um. Je wärmer es im Gärtank ist, desto schneller geht dieser Vorgang. Und auch vor der Brauerei geht einiges voran. Servus!
Was bringst du uns Schönes? 2 Rolltore bringe ich. Rolltore, sehr schön. Die Rolltore kommen, wo wir gesagt haben, auch fürs Kühllager, dass wir endlich mal alles abdichten können, abschotten können. 2011 haben Mario und Tim die eigene Brauerei gegründet. Erst als Untermieter in einer anderen Brauerei. Seit Anfang des Jahres besitzen sie jetzt ihre eigene Anlage. Ja, haben uns eigentlich gefragt, warum gibt es das in Deutschland nicht? Ja? Warum Deutschland rühmt sich immer so als Biernation, aber es schmeckt irgendwie alles gleich. Also, dass es in der Bierwelthauptstadt München nur Helles gibt, das kann doch echt nicht wahr sein. Nach der Mini-Brauanlage in der heimischen Küche mit 50 Litern brauen sie heute in 2000 Liter Tanks. Peanuts gegen große Brauereien. Das ist nicht nur David gegen Goliath, das ist auch irgendwie Kulturclash. Also wir haben natürlich die anderen Brauereien jetzt als Konkurrent. Aber dann hast du halt auch noch den Münchner an sich und den Bayern. Und der hat natürlich auch mal Berührungsängste am Anfang und sagt, was ist das, warum steht da Englisch drauf und warum riecht es anders? Es ist schon eine harte Aufgabe, also solche Biere entsprechend an den Endkunden oder an den Mann zu bringen. Ja. Als wir diese Entscheidung gefasst haben, ist das ja mehr aus der... Ja, wir wollten was Eigenes machen. Wir fanden dann Brauen cool, haben dann halt angefangen zu brauen, fanden das super und haben dann halt den Entschluss gefasst, wirklich den Job an den Nagel zu hängen. Aber das war, also meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wenn du halt deiner Mama oder deinem Papa erzählst, dass du in München eine Brauerei aufmachen willst, dann kannst du auch erzählen, dass du in Paris eine Baguette-Fabrik oder in China eine Reisfabrik aufmachen willst und damit den Markt erobern. Trotz der großen Konkurrenz in München haben sich die Jungs getraut, dem Foodporn-Trend zu folgen und ihr ganz individuelles Craft-Bier zu brauen. Später Nachmittag im Imbissrestaurant von Harry und Peter. Es herrscht Partystimmung und deutlicher Männerüberschuss. Hi everybody, welcome to Wicked Flavor. Eine kleine Gruppe Feierwütiger macht hier kurzen Zwischenstopp auf ihrem Junggesellenabschied. Sie wollen Energie tanken für die Nacht. Am besten geht das mit deftiger Nahrung, um die richtige Grundlage zu schaffen. Harry serviert dem Partyvölkchen Portionen seiner Cash-Cow, den Spare Ribs. Unter den Gästen befindet sich auch Matt. Er ist hier Stammkunde und erklärt das Prinzip der Fleischbeschaffung. Nicht bio, aber... Happy Fleisch bedeutet, dass die Kuh ist glücklich. Nicht Farm Factory Crap, das du kriegst vom... Du weißt schon. Ich habe aufgehört mit Fleisch komplett. Dann habe ich gesagt, ich esse Fleisch, aber kein Schwein mehr. Und das hat gelaufen bis jetzt. Ich esse kein Schwein, aber ich wollte, wenn ich esse Fleisch, ich wollte richtiges Fleisch haben. Ich finde ja vollkommen in Ordnung, dass die Leute ein bisschen mehr drauf schauen. Das Problem ist nur, sie haben keinen Bock zu bezahlen dafür. Ohne weiteres kann ich hier biologisches Beef verkaufen und keine Ahnung was. Aber es kostet halt Geld und das bezahlen die nicht. Also bei uns ist es zumindest so. Gute Qualität hat meist ihren Preis. Hier steht vor allem Fleisch auf der Karte. Philly Cheesesteak, Pulled Pork und Pastrami kommen in seinem Laden auf den Tisch. Hier trifft er den Nerv unter Foodies. Aber Vegetarier werden hier keine Freude haben. Ich bin ein absoluter Fleischfreund und schaue natürlich auch privat drauf, dass es vernünftige Qualität hat und das will ich natürlich auch im Laden hier haben. Und ja, in erster Linie, weil ich selber Bock drauf habe. Und mittlerweile ist es ja schon so verpönt. Gibt es einen guten Spruch auf Facebook, der ist immer irgendwie unterwegs so, ja, wenn du eine Currywurst isst, dann musst du dich aus dem Laden schon draußen zu den Rauchern stellen, weil du irgendwo keinen Platz mehr hast unter die Vegetarier. Und so ein bisschen Fleisch ist auch okay. Der Junggesellenabschied zieht weiter und erhält von Harry noch etwas Wegzehrung. Gerade für das feiernde Nachtvolk bietet das gehaltvolle Essen den gewünschten Effekt. So bricht die Partynacht an und die Hauptverkehrszeit von Wicked Flavor ist eingeleitet. Sabine und Steffen haben sich auf dem Streetfood Market schon durch einige Foodtrucks geschlemmt und geblockt. Ja, kann man gucken, ob es auch irgendwelche Kommentare gibt. Ja,
Doch, genau, guck, es gibt schon 40 gefällt mir Angaben und ein sieht sehr fein aus Kommentar. Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich das dann brauche, aber klar, es ist natürlich nett, man freut sich, wenn Leute das auch gut finden, was man da postet. Als ich meinem Vater das erste Mal davon erzählt habe, dass es Foodtrucks gibt und ich bin auch einmal sogar in einen mitgefahren, dann hat er gemeint, naja, ich habe doch früher als Student auch schon bei der Wurst-Anna meine Wurst geholt. Und weißt du, nicht mehr als Kind sind wir mit euch immer zu der Pommesbude, also zu diesen Trucks gegangen, wo man dann sein Hähnchen kaufen kann und Pommes. Aber der Unterschied ist einfach, hier gibt es was Neues. Hier gibt es nicht einfach nur Hähnchen und Fritten in altem Fett, sondern man kann so viele tolle neue Sachen ausprobieren. Wie zum Beispiel das Pulled Pork. Eine Schweineschulter wird langsam bei niedriger Temperatur so zart gegart, dass es gezupft werden kann. Ein klassisches Barbecue-Gericht aus den USA. Und hier absolut in Mode. Hallo, hätten gern auch einmal das Pulled Pork. Ja. Dankeschön. Du wolltest auch einen haben? Nee, wir teilen uns ein. Die haben schon so viel gegessen heute. Zum Pork gibt es ein Pläuschchen über den Food Market Trend. Kommt ja aus der Gastro. Ich habe jahrelang Gastronomie gemacht. Ich war auch im Zirkus gewesen jahrelang. Und die Kombination zusammen ergibt dann das. Also momentan rentiert es, weil dieser Hype natürlich da ist, aber es muss Spaß machen. Also du musst es selbst leben können. Wenn du es nur machst wegen Geld, funktioniert es nicht. Rund 150 Foodtrucks gibt es in Deutschland. Tendenz steigend. Ihre Konsumenten werden auch liebevoll Foodies genannt. Also Menschen, die Essen zur Kunstform erheben und zelebrieren. Genauso wie die Anbieter. Du willst ja, dass die Leute dein Produkt feiern. Also darum geht's. Ja? Es geht um Fame ein bisschen, ja? Auf jeden Fall. Ihr bezahlt mal 7,50 € für ein, zwei Brötchen mit Sachen dazwischen. Ja, ja, also ich meine, Streetfood ist jetzt nichts, was total billig ist. Also gerade so diese Foodtruck-Sachen und so, das muss einem schon klar sein. Aber letzten Endes für gutes Essen muss man halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das ist jetzt ja nichts, was man jeden Tag macht. Genau. Sondern was man ab und an mal sich gönnt. Das ist ein ganz guter Abschluss, glaube ich. Ich habe eigentlich keinen Hunger mehr, aber es sieht gut aus. Aber jetzt solange der Punkt erreicht, glaube ich, wo es nicht mehr sein muss. Aber was Süßes geht immer. Rund 30 Foodtrucks waren auf diesem Streetfood Market dabei. Der Veranstalter plant für das kommende Jahr weitere und größere Events. Ja, ich bin eigentlich zu satt. Wobei ich gebe zu, es zuckt schon wieder. Schau mal, es gibt so 7 Stück für 3 €. Ja. Einmal 7 Donuts, bitte. Ja. Da konnte Steffen nicht widerstehen. Donuts sind sein Leibgericht. Man kann ja sehen, großer Donuts-Fan von da. Ja, da ist der Donuts-Fan. Wir sind das erste Mal dieses Jahr auf diesem Streetfood-Festival. Da fangen wir aber jetzt aktiv an, also mit mehreren Stationen. Angefangen haben wir früher auch mal mit so Kirmessen sozusagen, das ist klar. Streetfood, also ich weiß gar nicht, wie lange gibt es den Trend jetzt schon? Wahrscheinlich so richtig seit 2, 3 Jahren wahrscheinlich so richtig erst. Also in Deutschland habe ich das jetzt voriges Jahr das erste Mal gehört und jetzt ist der Trend so und vielleicht in 2 Jahren, 3 Jahren ist es wieder was anderes und dann muss man mitmachen, oder? Ich habe sie alle aufgegessen, es tut mir leid, Sabine. Als ich den letzten gegessen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn ich Donuts sehe, das ist so ein Automatismus. Ich kann nichts dafür, es ist wie eine Krankheit. Das Festival geht dem Ende zu. Eines hat den beiden aber gefehlt. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass hier so wenig Mülltonnen sind. Ja, vielleicht urbane Romantik oder so. Jeder neue Trend hat eben seine Kinderkrankheiten. So auch der Streetfood Market. Biere aus Mikrobrauereien sind in den USA schon seit langem in Mode. Nun beginnen auch die ersten Jungbrauer diesen Trend nach Deutschland zu holen. Dieser ganze Craft-Bereich, also nicht nur bei uns, sondern generell diese Marktnische wächst momentan extrem. Aber das sind immer noch homöopathische Dosen, wenn man das jetzt mit irgendwelchen klassischen Bieren vergleicht. Nicht Mainstream, sondern geil. Ich finde es halt einfach so schade, dass es bei Bier gibt es halt einfach eine ganz klare Vorstellung, wie Bier zu schmecken hat. Und es gibt das Weißbier, das schmeckt so, und es gibt das helle Bier oder Pilz, das schmeckt so. Und sobald du nur Abweichungen hast von diesen Geschmacksnoten, ist sofort Vorsicht, warum schmeckt es anders? Beim Wein zum Beispiel, wenn du irgendwie mal einen richtig fassgelagerten Wein hast, denkst du nicht, oh, was ist da falsch, sondern wow, zuerst mal. Und das müssen wir beim Bier eben hinkriegen. Pionierarbeit an den Braubottichen. In diesem Tank lagert gerade das mit 8,3 Promille stärkste Bier der Brauerei.
Tim zapft zur Qualitätskontrolle direkt aus dem Tank. Die Spindel minimiert den Druck, damit möglichst wenig Schaum herauskommt. Und man muss immer dazu sagen, wenn man vom Tank verkostet, das Bier ist natürlich jetzt bei ungefähr 0 Grad. Das heißt, die Aromen sind extrem gedämpft. Man kennt das ja auch von anderen Getränken, weiß oder generell, wenn man irgendwas zu sich nimmt, je kälter, desto weniger schmeckt man. Das ist trotzdem brutal intensiv. Fertig. Würde jetzt quasi die Qualitätskontrolle passieren. Auch Kollege Mario prüft das Bier. Die Qualitätskontrolle steht während der Bierherstellung täglich an. Dabei wandert das erste Glas in den Ausguss, wegen eventueller Verunreinigungen. Dann kommt der olfaktorische Test. Also leicht zitronig, aber es braucht jetzt noch so 1, 2, 3 Tage, und dann kann man es abfüllen. Bevor das Bier allerdings abgefüllt werden kann, werden in einer Zentrifuge die Feststoffe herausgefiltert, um ein möglichst klares Bier zu bekommen. Bis jetzt verkaufen die Start-up-Unternehmer ihre Biersorten hauptsächlich im Internet und an einige Restaurants. Mit rund 5 € pro Liter sind Craft-Biere teurer als die der herkömmlichen Brauereien. Und auch die Herstellungskosten sind höher. Noch ist die Arbeit an der neuen Brauanlage nicht beendet. Immer wieder kommen Handwerker, um sie fertigzustellen. Und wie es sich für eine richtige Brauerei gehört, gibt's mittags für alle eine zünftige Brotzeit. Selbstgebrautes Bier inklusive. Für die Jungbrauer Mario und Tim immer auch eine gute Gelegenheit, die ersten Meinungen zu ihren Bierexperimenten einzusammeln. Das ist jetzt das Experimental Bier, ja, was wir jetzt verkosten. Ja, zum Wohl. Prost, Mann! Da. Das ist was anderes wie das, was man sonst kennt, aber auf keinen Fall schlecht. Ich glaube, wir können uns nichts mehr anderes vorstellen. Also, das macht einfach zu viel Spaß. Ich bin also immer so eher so ein bisschen der große Ziele stecken. Der Tim holt mich dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, aber ich wollte eigentlich immer schon aufs Oktoberfest in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube auch, dass sich das wahrscheinlich nicht in den nächsten 5 Jahren, aber irgendwann schon mal realisieren lässt. Die Start-up-Brauerei hat sich große Ziele gesteckt. Craft Beer made in Germany soll zum Trend werden und auf der Foodporn-Welle ganz oben mitschwimmen. Im Imbissladen von Harry Gruber philosophiert er und sein Koch Peter über Leidenschaft und Berufung. Weißt du, wenn du den Flow hast und hast dann den ganzen Tag irgendwie geil geschickt und alles ist cool und die Leute gehen raus und alles ist super, dann ist es eigentlich geil. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du Leute hast, du weißt, es funktioniert, aber du hast keinen Spaß. Dann macht die Arbeit auch nicht wirklich Spaß. Wenn die Arbeit wirklich Spaß macht, finde ich, dann erst kannst du richtig geile Sachen raushauen. Weil dann merkt auch der Kunde oder der Gast eben im Endeffekt, dass, okay, da wird mit Liebe gekocht. Das will ich mir auch immer beibehalten. Dass ich einfach Spaß an dem habe, was ich mache. Und mir immer denke, wenn ich selber nicht essen würde, würde ich es auch nicht verkaufen. Das ist halt auch wieder was, wo viele stellenweise eventuell ihre Priorität verlieren. Die gute Stimmung ist hier das Salz in der Suppe. Bei der vielen Arbeit schafft man das nicht anders, denn morgen geht's schon wieder weiter. Das ist MMA Catchfight in München und da begleiten wir die Whiplash. Wir haben, warum? Blutig, weil auf die Fresse. Deswegen. Nee, also das ist schon ein Logo, das sind lauter Boxfans. Klar, wir haben auch vegetarische Sachen mit dabei, auch Salate mit dabei, wir haben sogar Caprese mit dabei, Tomate Mozzarella. Aber natürlich sind wir dann auch ein bisschen fleischlastig. Und zum Dessert gibt es eine Himbeer-Panna Cotta mit Minzpesto. Gemeinsam haben sie spannende Food-Kreationen entwickelt. Doch Peter sucht jetzt neue Herausforderungen. Das, was wir vorhin eben gesagt haben mit dem Flaschenwurst. Wie kriegt man das rum?
sowas ist ja dann immer noch wieder bei uns im Kopf. Und also ich möchte die Zeit auf keinen Fall missen. Und wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, würde ich es genau so wieder machen. Weil es ist einfach geil. Aber die Zeit zeigt sich immer, es fließt viel Wasser, die Isar runter, es muss immer mal weitergehen. Und deswegen, aber es wird mir niemand nehmen. Doch, das ist wirklich so, wie er sagt, steckt da wirklich in jedem einzelnen Ding so viel Arbeit drin. Ich glaube, alleine für das Brot, dass wir das Brot so hinkriegen, dass das wirklich lecker rausgeht. Und das ist, haben wir mit, naja, 3/4 Jahr vielleicht nicht, aber ein halbes Jahr haben wir da bestimmt ausprobiert. Halbes, 3/4 Jahr. Erst mit dem großen die Rezeptur dann stimmt. Das sind immer so Kleinigkeiten und viele lachen da immer drüber. Aber es macht halt unterm Strich wirklich viel aus, weil wenn du ordentlich strukturiert bist, da ist das Geld verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach nur immer rausschicken kann, rausschicken und irgendwie so, ja, wird schon passen mit der Kasse, sondern es muss schon alles so ein bisschen Hand und Fuß haben. Ja. Leute, mit dem Philly Cheese, was haben wir da aus? Mit dem Pulled Pork, was haben wir mit dem Pulled Pork rumgearbeitet? Mit dem Pastrami, Alter. Mittlerweile pökeln wir komplettes Pastrami, alles, machen komplettes Pastrami selber. Von Anfang bis zum Schluss, was haben wir da rumgekackt am Anfang? Ja, aber wenn sie langweilen, wenn es ein Metzger nicht auf die Kette kriegt, dann müssen wir halt selber machen. Und das ist halt wirklich, das unterschätzen viele Leute, wirklich, ist wirklich so. Wenn viele machen dann, okay, dann machen wir hier einen Laden auf und ich koche ja zu Hause auch lecker, kann ja einen Schnitzel oder Fleischpflanzen oder so, kann ich ja, also muss ich ja im Lokal auch irgendwie das hinkriegen, aber das ist schon eine ganz andere Nummer. Ich vermisse ihn jetzt schon, das war's aber. Naja, aber für ihn wird es Zeit, dass er weiterfliegt und noch besser wird, wie er sowieso schon ist. Auch wenn Peter neue Wege geht, für die verrückten Köche von Wicked Flavor wird es immer um eines gehen: die Suche nach dem ultimativen Geschmack.